Patienten, ich möchte Ihnen heute die 10 häufigsten Fragen zum Stirnlifting beantworten. Ein Stirnlifting ist dann sinnvoll, wenn die Haut an der Stirn herabgesackt ist, wenn die Oberlider aufgrund der herabgesackten Augenbrauen zu schwer nach unten drücken. Das ist dann der Fall bei Frauen, sollte die Augenbraue ca. 1 bis 1,5 cm oberhalb des Orbitarandes sitzen. Beim Mann sitzt die Augenbraue ca. auf Höhe der Orbitahöhle. Wenn die Augenbraue aber unter diese Linien sinken, dann ist zum Beispiel ein Stirnlift indiziert. Ein Stirnlift ist ein operatives Verfahren mit einer Narbe am Haaransatz, also direkt zwischen Haut und Haare wird eine Narbe gesetzt, um dann sich einen kompletten Blick auf das Innenleben. Man muss bis zu den Augenbrauen nach unten kommen. Hier laufen einige Nerven, die man schonen muss. Man kann auch gleichzeitig bei dem Stirnlift Muskeln wie den Procerus und den Corrugator supercilii, das sind 2 Muskeln, die unsere Zornesfalte machen, die kann man durchtrennen, sodass nie wieder die Zornesfalte entsteht. Und die überschüssige Haut, die dann nach oben gezogen wird, die wird hinten entfernt. Und das ist meistens so 1 bis 1,5 cm. Die Schmerzen nach einem Stirnlift sind nicht zu vernachlässigen und dauern ca. 3 bis 5 Tage. Aber durch gute Schmerzmedikation kann man sie in den Griff bekommen. Mit einer jugendlichen Stirn und die ein Leben lang hält. Das sind Ergebnisse, die wirklich eine ganz, ganz glatte Stirn mit schönen offenen Augen hervorbringt. Manchmal muss man allerdings auch einen Stirnlift mit einer Oberlidplastik kombinieren, um ein effizientes Ergebnis zu erzielen. Ja, wenn man noch zusätzlich den Musculus frontalis, also unseren Frontalmuskel, der die Stirn nach oben zieht, lähmt, werden wir eine faltenfreie Stirn bekommen. Wir können die Zornesfalten reduzieren, indem wir die beiden Muskelgruppen, den Procerus, Musculus procerus und Corrugator supercilii, die Mimik machen. Wenn wir diesen Muskel während der Operation durchtrennen, wird nie mehr eine Zornesfalte auftreten. Direkt an der Haargrenze zum Gesicht, also direkt hier, wo die Haare aufhören. Es gibt auch die Möglichkeit, in den Haaren zu schneiden. Allerdings hat man festgestellt, dass es dort oft Alopezien, also operativ bedingte Haarausfall gibt, sodass man eine ganz, ganz hohe Stirn bekommt. Deswegen ist man in der modernen Methode davon abgegangen und schneidet nur noch am Haaransatz. Die Nachsage nach einem Stirnlift ist einfach, man braucht keinen speziellen Verband, sondern man hat eigentlich nur die Nähte und ein paar Pflaster drauf und muss sich etwas schonen, und das sollte man sich schon 2 Wochen schonen. 3-mal kann man einen Stirnlift wiederholen. Nach 2 Wochen. Ab 6.000 €.